Ja, also als ich mit meiner Mutter über die Erlebnisse gesprochen habe, war es schon sehr, sehr schwer für sie und sehr emotional, weil es natürlich ein Thema ist, was jeden sehr aufwühlt. Und sie hat mir zwar vieles erzählt, aber sie hat auch zu mir gemeint, dass gerade auch das Gespräch mit meinem Opa sehr schwer damals war. Also dass er viele Dinge auch nicht erzählt hat, weil es einfach viel zu traumatisch für ihn war und er seine Kinder natürlich auch nicht mit den Erlebnissen belasten wollte. Das heißt, den ganzen Umfang, das ganze Ausmaß wissen wir leider auch gar nicht. Ich sag mal, der Antiziganismus und der Alltagsrassismus, der immer noch herrscht gegenüber den Sinti und Roma, den habe sowohl meine Mama als auch ich, als auch meine jüngere Schwester schon immer noch miterlebt, also bis in die heutige Zeit. Und deswegen ist es natürlich kein Vergleich zu früher, aber das hilft mit der Generation davor über solche Themen zu reden, um selber irgendwie auch zu wissen, wie man da durchs Leben geht und was für eine Einstellung man vielleicht haben muss, um damit zurechtzukommen. Aber die konkreten Erlebnisse, muss ich sagen, die mein Opa erlebt hat im KZ, das war schon sehr, sehr schwer für mich, das so zu hören. Und ja, ich sag mal, das ist halt einfach was, was man auch nicht ständig irgendwie wiedergeben will. Aber es ist gut für mich, dass ich das weiß. Und es ist gut, dass das hoffentlich viele wissen, weil dann kann sowas Schlimmes hoffentlich nie wieder passieren. Also ich glaube, dieses Erinnern, aber auch dieses Wissen zu bewahren, das geht Hand in Hand und hängt auch konkret für mich auch mit dem Rassismus heute immer noch zusammen, weil es ist oftmals wirklich einfach Unwissenheit. Deswegen ist das für mich was, wo eben nicht nur die Bevölkerung mit drin hängt, sondern sehe ich als Aufgabe der Regierung, dass man da wirklich was grundlegend ändert. Weil wenn es mal eine Generation gäbe, die aufgeklärt wäre, die einfach weiß, dass die ganzen Vorurteile, die es leider immer noch über Sinti und Roma gibt, und ich weiß es, weil wir haben so viele diese Vorurteile immer vorgehalten in der Schulzeit, wenn da einfach mal was passieren würde, dann würde eine ganze Generation vielleicht ganz anders mit dem Thema auch umgehen. Weil diese Vorurteile, die sehr viele Generationen zurückliegen, die werden genau, wie wir wollen, mit den Erinnerungen leider auch oftmals weitergegeben. Und den Kreislauf muss man durchbrechen. Und ich glaube, dann hat man eine gute Grundlage, um eben, ja, sag ich mal, mehr Respekt zu erweisen und eben auch für die Zukunft eine Grundlage zu bieten, dass die Minderheit, die Sinti und Roma, einfach wirklich als akzeptierter Teil der Gesellschaft sind. Und das ist mir unglaublich wichtig und deswegen gehe ich persönlich auch durch die Welt und erzähle jedem, der es hören möchte, von meiner Geschichte und dem, was ich weiß, in der Hoffnung, ein bisschen was dazu beitragen zu können. Ja, meine Botschaft an euch wäre einfach, dass ihr alle in der Verantwortung steht. Wir haben alle die Pflicht, diese Erinnerungen lebendig zu halten und sie weiterzugeben an die nächste Generation, weil sonst wird sie aussterben, um eben dieses Wissen einfach auch zu bekommen. Und dann gebt es auch weiter, nicht nur an eure Kinder vielleicht, sondern eben auch an Freunde, an Kollegen. Ich stelle immer wieder fest, dass einfach ein großer Wissensdurst danach auch drängt und deswegen bitte ich euch alle, macht euch stark dafür und sorgt dafür, dass diese Erinnerungen nicht aussterben.